Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder meine Zuschauer seid. Heute bin ich einmal zum Hücker Moor gefahren bei Enger. Das liegt in der Nähe von Herford. Das kenne ich schon aus der Kindheit. Hier sind wir oft Ruderboot, Paddelboot gefahren, eine Kleinigkeit gegessen oder getrunken. Es war immer sehr schön. Nur habe ich jetzt gesehen, es ist wahrscheinlich im Winterschlaf und wie mir jemand sagt, ist ziemlich viel Wasser drin, so dass die Anlage entsprechend aussieht. Aber ich wollte sie euch trotzdem einmal zeigen. Für den Sommer einfach ein klasse Ausflugsziel. Insgesamt sind hier 4 Gaststätten und Anlegestellen für Boote. Jedes Mal findet man auch so eine Landzunge. Also bin ich da mal entlang gegangen, um mir das alles genau anzuschauen. Ja, man sieht es vielleicht am Boden schon, es ist alles sehr, sehr nass hier. Und ich wollte aber mal ganz nach vorne gehen, um auch mal den See ein bisschen mehr zeigen zu können. Hier hat man mal einen schönen Blick, wie groß der See ist. Da kann man schon einige Runden mit dem Paddelboot fahren. Und es war immer interessant, früher hat Spaß gemacht. Ich denke, heute ist es nicht anders. Hier kann man schon die nächste Gaststätte sehen, wo wir dann gleich auch hingehen werden. Hinter jeder Gaststätte befindet sich ein kleiner Weg, manchmal nur ein kleiner Pfad zur nächsten Gaststätte. Ich werde euch den Weg einmal in voller Länge zeigen. Schließlich sind die Gaststätten nicht weit auseinander.
Hier sind wir schon bei der nächsten Gaststätte, die Moorrensch. Aber leider ist die verschlossen. Wie gesagt, alles scheint im Winterschlaf zu sein. Wir gehen weiter zur nächsten Gaststätte, machen aber einen kleinen Abstecher wieder auf eine Landzunge, denn so können wir uns die verschlossene Gaststätte mal von der Seeseite aus anschauen. Ja, und wie versprochen sieht man hier von der Wasserseite aus die Moorrensch. Sehr schön idyllisch und im Sommer klasse mit den Booten davor. Einige sind dann auf dem Wasser am Paddeln. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Wir gehen wieder zurück und da sehen wir auch schon das Schild und da gehen wir dann links, um die nächste Gaststätte zu erreichen. Leider ist die Gaststätte Beckmanns auch verschlossen. Wir werfen mal einen Blick über den Zaun, gehen dann aber auch gleich weiter zur nächsten Gaststätte. Hier erreichen wir das letzte Restaurant, das Moor Strandhaus. Glücklicherweise ist hier alles offen und wir können uns alles in Ruhe anschauen. Ja, Sand und Palmen, sehr schön alles dekoriert. Im Sommer kann ich mir das wirklich klasse vorstellen. Bestimmt sind hier noch Tische und Stühle und man sieht dann gleich noch eine große Terrasse.
Hier ist Platz für sehr viele Leute, die den Blick aufs Moor genießen möchten. Auch hier ist eine Landzunge zu finden, die wir uns jetzt einmal anschauen wollen. Dieser Blick gefällt mir noch am besten. Sieht wirklich gut aus. Natürlich möchte man wissen, wo es hingeht, was es zu sehen gibt. Deshalb erforsche ich den Weg natürlich weiter. Trotz Matsch und Schlamm. Aber schauen wir mal, was wir so entdecken. Ja, und dann entdecke ich leider einen gesperrten Bereich. Da halte ich mich natürlich dran. Wir schauen einmal über den Zaun hinüber und dann geht es wieder zurück. Zum Filmen war das gar nicht mal so schlecht, dass man hier fast alleine da war. Hier und da hat man einen Angler gesehen oder einen Fotografen mit riesen Kameras. Aber ansonsten hatte man hier seine Ruhe zum Filmen. Den Fahrradparkplatz, den schauen wir uns natürlich nochmal an. Da sind wir vorhin mal dran vorbeigelaufen. Es ist dieser schmale Pfad zur nächsten Hütte. Schauen wir mal. Und da ist doch schon der Fahrradparkplatz. Da kann man seine Fahrräder dran stellen und abschließen. Eine tolle Sache. Ich gehe weiter Richtung Auto und fahre dann einige 100 Meter weiter weg. Da ich hier mit der Drohne nicht starten darf, mache ich das außerhalb und fliege in 118 Meter Höhe einmal in Richtung Hückermoor und zeige euch das Ganze von oben.
Und hier ist es, das Hücker Moor von oben. 118 Meter bin ich hochgeflogen und so habt ihr einen schönen Überblick. Da sieht man auch die Restaurants. So kann man sich das Ganze auch gut vorstellen. Schaut es euch einmal in Ruhe an. So, und ich fliege jetzt wieder zurück zum Start- und Landeplatz. Ihr hattet jetzt einen schönen Überblick über das Moor und die ganzen Gaststätten. Ein sehr schönes Ausflugsziel, kann ich nur empfehlen. Ich werde die Adresse genau in der Videobeschreibung einmal angeben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Hinterlasst gerne einen Kommentar, Daumen hoch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.